Ihr sitzt fest in Arasar. Was nach idyllischer Ferienanlage klingt, ist keineswegs All-Inclusive-Urlaub. Ihr wollt raus und das so schnell wie möglich. Glücklicherweise ist die Flucht vor euch schon einem Insassen gelungen, und zwar Jack. Er hatte einen Gefängnisplan. Alle Teile des Plans, die sich als nutzlos erwiesen, hat er abgerissen und dagelassen. Nur der eine letzte Teil ist bis heute verschwunden. Schafft ihr es, über 6 Runden alle Fluchtplanteile zu finden, habt ihr es geschafft. Naja, fast. Denn was wäre ein Gefängnisausbruch ohne finalen Nervenkitzel? Spielaufbau. Zu Beginn des Spiels legt ihr das Spielmaterial wie folgt aus: den Kartenstapel, das Geschichtenbuch, den Gefängnisspielplan und die Zellenplättchen, die Zellentafel und die 20 Fluchtplanteile, die Aktionstafel, die Alarmmarker, 6 Schlüssel, 6 Kameraplättchen, 6 Schraubenzieher, 6 Paar Pantoffeln, 6 Kaffeetassen und 8 X-Marker. Weitere Vorbereitungen. Auf der Aktionstafel deckt ihr das oberste Kameraplättchen auf und kontrolliert, dass der Alarmmarker auf Stufe 4 der Alarmleiste steht. Auf der Zellentafel mischt ihr alle Fluchtplanteile verdeckt und legt einen verdeckt auf das markierte Ablagefeld auf dem Fluchtplan. Auf dem Gefängnisplan legt ihr die Zellenplättchen gemischt und willkürlich mit der Tür nach oben auf die Felder des Spielplans. Anschließend erhält jeder Spieler eine Spielertafel mit Laufanzeiger, die passende Spielfigur und einen Farbwürfel. Setzt den Laufanzeiger in die Spielertafel ein. Die höchste Zahl steht dabei unter eurer Spielerfarbe. Danach stellt ihr eure Spielfigur auf eines der Handschellenfelder auf dem Spielplan. Abschließend verteilt ihr die 12 Aktionschips gleichmäßig an alle Spieler. Nehmt nun den Kartenstapel und sortiert ihn wie folgt. Legt die Rundenkarten 1 bis 6, einen Anna-Stapel, einen Bürokartenstapel und einen Stapel für die restlichen Charaktere bereit. Legt oberhalb der Bürokarten die 18 Schreibtischkärtchen als Schreibtischstapel ab. Mischt den Anna-Stapel und legt eine Karte verdeckt in eure Auslage. Die 4 Karten Spezialfähigkeiten werden zunächst nicht benötigt und zurück in die Spielschachtel gelegt. Wichtig: legt alle Karten immer zuerst verdeckt aus. Alle Karten können im Lauf der Geschichte ins Spiel kommen. Lest die Rückseiten der Karten erst, wenn ihr dazu aufgefordert werdet. Spielablauf. Das Spiel geht über 6 Runden. Dabei besteht jede Runde aus mehreren Durchgängen. Innerhalb eines Durchgangs führt jeder von euch eine Aktion aus und setzt dafür einen Aktionschip ein. Eingesetzte Aktionschips bleiben bis zum Ende einer Runde auf den Tafeln liegen. Alle Aktionsfelder können innerhalb einer Runde also nur einmal belegt werden. Eine Runde endet, wenn alle 12 Aktionschips eingesetzt wurden. Rundenbeginn. Lest vor der ersten Runde die Rundenkarte 1. Sobald ihr die Anweisungen der Rundenkarte ausgeführt habt, beginnt der erste Durchgang dieser Runde. Zu Beginn jedes Durchgangs würfelt ihr gleichzeitig mit euren Würfeln. Anschließend sprecht ihr euch ab, wer in diesem Durchgang welche Aktion ausführen möchte. Ihr entscheidet, welcher Spieler die erste Aktion ausführt, die übrigen Spieler folgen in beliebiger Reihenfolge. Bist du an der Reihe, legst du deinen Aktionschip auf das entsprechende freie Feld einer Tafel und führst die damit verbundene Aktion aus. Hat jeder Spieler einen Aktionschip eingesetzt, endet der Durchgang. Alle Spieler würfeln erneut und es beginnt der nächste Durchgang. Ihr könnt eure gewürfelte Farbe verändern. Wie, seht ihr auf dem Laufanzeiger. Ihr habt grün gewürfelt, benötigt aber rot. Rot ist 2 Felder von grün entfernt. Um Rot verwenden zu dürfen, müsst ihr den Panikmarker um 2 Felder nach rechts schieben. Anschließend könnt ihr euer Rot sowohl zum Ziehen als auch für jede andere Aktion, für die ihr Rot brauchen könnt, verwenden, sofern die entsprechenden Aktionsfelder noch frei sind. Welche Aktionen gibt es? Euch stehen folgende Aktionen zur Verfügung. A. Spielfigur ziehen. B. Das Sicherheitssystem deaktivieren. C. Einen Schraubenzieher oder Pantoffel nehmen. D. Spielfigur 3 Felder weit ziehen. E.
Einen X-Marker entfernen. F. Einen Schlüssel besorgen. G. 2 Kaffee ausgeben. Und H. Die Alarmstufe senken. A. Spielfigur ziehen. Entscheidest du dich für die Aktion Spielfigur ziehen, legst du deinen Aktionschip auf deiner Spielertafel auf das gewürfelte Farbfeld. Dann ziehst du mit deiner Spielfigur auf dem Gefängnisplan maximal so viele Felder, wie die Ziffer neben deinem Aktionschip angibt. Es dürfen also Schritte verfallen. Entscheidest du dich in einem späteren Durchgang erneut für die Aktion Spielfigur ziehen, darfst du die Werte addieren. Solltest du den Speisesaal in der Mitte des Gefängnisses durchqueren wollen, zählt er als ein Feld, also auch als ein Schritt. Was beim Ziehen alles passieren kann. Zellen. Beendest du deinen Zug auf einem Feld vor einer Zellentür, kannst du das Zellenplättchen umdrehen. Dann führst du die auf der Rückseite abgebildete Aktion aus. Du ziehst mit deiner Spielfigur nie auf ein Zellenplättchen oder ein Feld, auf dem bereits ein Spieler steht. Du musst das Feld vor einer Tür nicht mit exakter Zahl erreichen. Fluchtplanteil finden. Glückwunsch, du hast ein Fluchtplanteil gefunden. Deck sofort eines der verdeckt liegenden Teile auf und leg es auf das passende Stück des Gefängnisplans auf der Zellentafel. Jetzt wisst ihr, dass dieser Teil nicht die gesuchte Schwachstelle des Gefängnisses zeigt. Begegnungen auslösen. Zeigt das Zellenplättchen zusätzlich das Begegnungssymbol? Falls eine Begegnungskarte ausliegt, liest du sie sofort vor. Liegen mehrere Begegnungskarten aus, wählst du zuerst eine aus und liest sie dann vor. Nachdem ihr eine Begegnungskarte vorgelesen und die Anweisungen befolgt habt, geht sie immer aus dem Spiel, es sei denn, die Karte sagt euch etwas anderes. Liegt keine Begegnungskarte aus, geschieht nichts. Begegnungen kannst du auch aktiv auslösen. Wenn mindestens eine Begegnungskarte ausliegt, zu Spielbeginn ist das zum Beispiel eine Anna-Karte, und wenn du deinen Zug auf einem Begegnungssymbol auf dem Spielplan beendest, löst du eine Begegnung aus. Liegen mehrere Begegnungskarten aus, darfst du auch in diesem Fall eine beliebige auswählen. Büros finden und durchsuchen. Neben den Zellen könnt ihr auch die Büros einzelner Wärter finden. Um sie zu öffnen, benötigt ihr einen Schlüssel. Jede Runde liegt ein Schlüssel auf der Aktionstafel aus. Wenn ihr die Farbe des Schlüssels würfelt, könnt ihr hier einen Aktionschip ablegen und den Schlüssel nehmen. Solltet ihr zu diesem Zeitpunkt noch kein Wärterbüro gefunden haben, legt ihr den Schlüssel in eure Zelle. Wenn ihr schon ein Wärterbüro gefunden habt, deckt die oberste Karte vom Bürokartenstapel auf und lest sie vor. Schlüssel und Bürokarte gehen anschließend aus dem Spiel. Schreibtische durchsuchen. In den Büros könnt ihr einen Schreibtisch durchsuchen. In jedem Schreibtisch befinden sich Dinge, die ihr in der Geschichte gebrauchen könnt und mitnehmen dürft. Allerdings ist in einem Wärterschreibtisch herumzuwühlen natürlich auch nicht ganz ungefährlich. Wie gefährlich es aktuell ist, seht ihr am Wachsamkeitswert unterhalb der aktuellen Alarmstufe auf der Alarmleiste. Auf Alarmstufe 3 ist der Wachsamkeitswert 5, auf Alarmstufe 4 hingegen nur noch 4. Um einen Schreibtisch zu durchsuchen, nimmt der Spieler den Schreibtischstapel und mischt ihn kurz durch. Danach deckt er die oberste Karte auf. Der Spieler darf nacheinander beliebig viele Karten aufdecken. Er kann jederzeit aufhören. Tut er dies, bevor er das Limit des Wachsamkeitswerts erreicht oder überschritten hat, nimmt er alle Gegenstände, die er gefunden hat, mit und legt sie in eure Zelle. Leere Schubladen mischt er zurück in den Schreibtischstapel. Erreicht oder überschreitet ihr das aktuelle Limit, hat das Folgen, die ihr in der Geschichte erleben werdet. Im Geschichtenbuch lesen. Hast du ein Zellenplättchen aufgedeckt, auf dem das Geschichtenbuch zu sehen ist, wird es spannend. Schau nach, welche Würfelfarbe dich in diesen Raum gebracht hat. Auf dem Plättchen befindet sich auf der entsprechenden Farbe eine Zahl. Lies den Textabschnitt mit dieser Nummer aus dem Geschichtenbuch vor und folgt den Anweisungen bzw. trifft die geforderte Entscheidung. Über das Geschichtenbuch kommen weitere Begegnungskarten ins Spiel. Legt sie immer verdeckt aus. Diese Personen könnt ihr im Lauf des Spiels noch treffen. Zur Erinnerung: Auf jedes Farbfeld deiner Spielertafel darfst du nur einen Aktionschip legen. Die Summe aller belegten Felder auf deiner Spielertafel gibt die maximale Laufweite an.
Ihr dürft Schritte verfallen lassen. Wenn du die Aktion Spielfigur ziehen wählst, darfst du während deines Zuges nur dann eine Zelle aufdecken, wenn du deinen Zug auf einem Feld vor der Tür beendest. Es ist also nie möglich, in einem Zug mehrere Türen zu öffnen. Auf jedem Feld kann immer nur eine Spielfigur stehen. Über von Mitspielern besetzte Felder darf hinweggezogen werden, sie werden aber mitgezählt. B. Das Sicherheitssystem deaktivieren. Um das Spiel nicht vorzeitig zu verlieren, müsst ihr das Sicherheitssystem des Gefängnisses Runde für Runde deaktivieren. Das tut ihr, indem ihr eine vorgegebene Farbe würfelt und Aktionschips auf das aktuell ausliegende Kameraplättchen legt. Ist nur ein einziges Feld bei Rundenende nicht belegt, wird sofort der Alarm ausgelöst und ihr habt verloren. In den meisten Fällen ist es egal, in welcher Reihenfolge ihr die Felder abdeckt. Es gibt aber 2 Ausnahmen. Hier müssen beide Felder innerhalb eines Durchgangs abgedeckt werden. Das bedeutet, dass 2 Spieler im selben Durchgang weiß und schwarz würfeln und ihre Aktionschips hier ablegen müssen. Hier ist die Reihenfolge vorgegeben, in der ihr Aktionschips ablegen müsst. Zuerst muss das weiße Feld oben links belegt werden, als nächstes das Feld oben rechts und so weiter. Viele Felder erlauben es auch, statt des Aktionschips einen Schraubenzieher abzulegen. Bei diesem Feld könnt ihr einen Aktionschip für weiß oder schwarz oder einen Schraubenzieher ablegen. Wie ihr einen Schraubenzieher bekommt, erfahrt ihr gleich. Zur Erinnerung: Ihr dürft eure Würfelfarbe jederzeit über euren Laufanzeiger verändern. Ihr dürft die Farbfelder der Kamera auch mit Schraubenziehern belegen. C. Einen Schraubenzieher oder Pantoffeln nehmen. Es kann im Laufe des Spiels wichtig sein, Schraubenzieher und Pantoffeln zu besitzen. Um diese Dinge zu beschaffen, musst du einen Aktionschip für Gelb oder Blau einsetzen und ihn auf dem passenden Feld der Aktionstafel ablegen. Schraubenzieher. Schraubenzieher sind sehr nützlich im Gefängnis. Zum Beispiel helfen sie euch, das Sicherheitssystem lahmzulegen. Einen Schraubenzieher dürft ihr jederzeit auf ein Aktionsfeld legen, das einen Schraubenzieher zeigt. Schraubenzieher setzt ihr immer zusätzlich ein und einen einzusetzen ist keine Aktion. Ihr belegt also in einem Durchgang ausnahmsweise 2 Felder. Pantoffeln. Pantoffeln machen euch leiser und damit schneller. Mit ein paar Pantoffeln könnt ihr eure Zugweite einmalig um 3 erhöhen, wenn ihr eine der beiden Aktionen Spielfigur ziehen wählt. Die Nutzung von Pantoffeln ist keine separate Zusatzaktion. Sobald du ein paar Pantoffeln eingesetzt hast, leg sie zurück in den Vorrat. Pro Runde könnt ihr die beiden Felder Schraubenzieher und Pantoffeln auf der Aktionstafel jeweils nur einmal nutzen. Entscheidet gemeinsam, wann und für wen es sinnvoll ist, diese Aktion zu nutzen. Schraubenzieher und Pantoffeln wandern in den persönlichen Vorrat. Sie stehen nur diesem Spieler zur Verfügung, nicht dem gesamten Team. Ist der Vorrat aufgebraucht, habt ihr Pech gehabt. D. Spielfigur 3 Felder weit ziehen. Möchtest du mit deiner Spielfigur ziehen, kannst oder willst aber keinen Aktionschip auf deiner Spielertafel ablegen? Kein Problem. Leg stattdessen einen Aktionschip für ein beliebiges Würfelergebnis auf der Aktionstafel hier ab. Jetzt kannst du sofort mit deiner Spielfigur bis zu 3 Felder weit ziehen. Bereits belegte Ziffern auf deinem Laufanzeiger darfst du in diesem Fall nicht hinzuaddieren. Du darfst aber zusätzlich Pantoffeln einsetzen. X-Marker. Verletzt ihr euch in der Geschichte, legt ihr sofort einen X-Marker auf einen eurer Aktionschips, den ihr noch nicht eingesetzt habt. Dieser ist blockiert und ihr habt bis auf weiteres eine Aktion pro Runde weniger. Habt ihr gerade euren letzten Aktionschip in einer Runde gelegt, legt ihr den X-Marker auf einem bereits verwendeten Aktionschip vor euch ab. Der X-Marker bleibt auch über das Rundenende hinaus liegen. Achtung, es kann vorkommen, dass im Laufe der Spielgeschichte X-Marker gänzlich aus dem Spiel gehen und euer Vorrat von anfangs 8 X-Markern reduziert wird. Habt ihr keinen X-Marker mehr im Vorrat, habt ihr das Spiel sofort verloren. E. Einen X-Marker entfernen. Um einen X-Marker zu entfernen, müsst ihr diese beiden Felder auf der Aktionstafel belegt haben. Die Aktionschips können in beliebiger Reihenfolge und von beliebigen Spielern gelegt werden. Auch in verschiedenen Durchgängen, aber nur innerhalb einer Runde. Sobald beide Felder belegt sind, darf ein Spieler sofort einen X-Marker von einem Aktionschip entfernen. Sollte dies im letzten Durchgang der Runde passieren, darf der Spieler sofort einmal würfeln und eine Aktion ausführen. F.
einen Schlüssel besorgen. Diese Aktion haben wir bereits unter Büros finden und durchsuchen erklärt. G. Einen Kaffee ausgeben. Ein guter Draht zu den Wärtern ist immer gut. Sie gleichzeitig auch noch abzulenken ist knapp vor genial. Deshalb gebt ihr gerne mal eine Runde Kaffee aus. Legt ein Spieler einen Aktionschip auf eines der 3 Felder, nimmt er sich 2 Kaffeetassen und legt sie auf die farblich passenden Wärtermützen auf dem Spielplan. Warum? Dazu mehr bei Rundenende. H. Die Alarmstufe senken. Während des Spiels solltet ihr die Alarmleiste im Auge behalten. Zu Spielbeginn steht der Alarmmarker auf Feld 4. Erreicht der Alarmmarker während des Spiels das Feld 9, habt ihr das Spiel sofort verloren. Zum Glück habt ihr jederzeit die Möglichkeit, die Alarmstufe zu senken. Würfelst du deine eigene Farbe, kannst du auf deiner Spielertafel einen Aktionschip auf das obere Feld legen und die Alarmstufe um 2 senken. Schieb dazu den Alarmmarker um 2 Felder nach links. Würfelst du eine beliebige Farbe, kannst du einen Aktionschip auf das untere Feld legen und die Alarmstufe um 1 senken. Unter 1 kann die Alarmstufe niemals fallen. Rundenende. Nachdem jeder Spieler alle Aktionschips eingesetzt hat, endet die laufende Runde. Nun kommt es drauf an. Habt ihr euch um das Sicherheitssystem gekümmert? Wird jemand von den Wärtern erwischt? Erstens. Sicherheitssystem überprüfen. Zweitens. Vom Wärter erwischt. Drittens. Aktionschips zurückräumen. Und viertens. Nächste Rundenkarte vorlesen. Erstens. Sicherheitssystem überprüfen. Ist das Kameraplättchen komplett belegt, kommt es aus dem Spiel und ein neues Kameraplättchen wird für die nächste Runde aufgedeckt. Ist das Kameraplättchen nicht komplett belegt, habt ihr das Spiel sofort verloren. Zur Erinnerung: Schraubenzieher dürft ihr jederzeit im Spiel ablegen und das Ablegen eines Schraubenziehers ist keine Aktion. Zweitens. Vom Wärter erwischt? Natürlich werdet ihr im Gefängnis von Wärtern beobachtet. Auf dem Spielplan befinden sich 6 Wärtermützen, die die Standorte der Wärter anzeigen. Am Rundenende sollte möglichst keiner von euch von den Wärtern gesehen werden. Die Wärter schauen jeweils von ihrem Standpunkt aus in alle 4 Himmelsrichtungen den Flur entlang. Wer gesehen wird, wählt in Absprache mit dem Team, ob er die Alarmstufe um 2 erhöht oder ob er einen X-Marker nimmt, den er auf einen seiner Aktionschips ablegt. Wichtig: Die Strafe gibt es immer nur einmal für jede Figur, egal ob sie von mehreren Wärtern gesehen wird. Ausnahme: Kaffeetrinkende Wärter sind so mit sich und ihrer Pause beschäftigt, dass sie nichts und niemanden sehen. Ihr könnt direkt neben oder sogar auf ihnen stehen und sie bemerken euch nicht. Drittens. Aktionschips zurücknehmen. Nehmt dann alle Aktionschips von den Aktionsfeldern zurück und verteilt sie wieder gleichmäßig unter den Mitspielern. Eventuell vorhandene X-Marker bleiben auf den Aktionschips liegen. Eingesetzte Schraubenzieher legt ihr zurück in den Vorrat. Ebenso wandern alle Kaffeetassen zurück in den Vorrat. Nicht eingesammelte Schlüssel gehen aus dem Spiel, ansonsten bleibt die Spielsituation unverändert. Viertens. Nächste Rundenkarte vorlesen. Beginnt nun die neue Runde mit dem Vorlesen der nächsten Rundenkarte. Die Schwachstelle des Gefängnisses finden. Im Verlauf des Spiels findet ihr immer wieder Fluchtplanteile, die es euch ermöglichen, Optionen ausschließen zu können. Habt ihr alle 19 Fluchtplanteile entdeckt, dann wisst ihr, welcher Teil die Schwachstelle des Gefängnisses zeigt. Habt ihr bis zum Ende der 6. Runde nicht alle Fluchtplanteile gefunden, dürft ihr raten, welches der verdeckt liegenden Teile das Richtige ist und habt immer noch die Chance auf den Sieg. Spielende. Das Spiel kann auf mehrere Arten enden. Ihr konntet ein Kameraplättchen in einer Runde nicht vollständig belegen? Dann ist das Spiel sofort beendet und ihr habt leider verloren. Lest Text 107. Der Panikmarker erreicht Feld 9 der Panikleiste? Dann ist das Spiel sofort beendet. Die Runde wird auch nicht mehr zu Ende gespielt und ihr habt leider verloren. Lest Text 106. Ihr habt keinen X-Marker mehr im Vorrat? Dann ist das Spiel sofort beendet. Die Runde wird nicht mehr zu Ende gespielt und ihr habt leider verloren. Lest Text 108. Ihr habt alle 19 Fluchtplanteile gefunden und wisst, wo ihr suchen müsst. Ihr lasst alles stehen und liegen und lest sofort Text 109. Runde 6 ist beendet und ihr habt es nicht geschafft, alle Fluchtplanteile zu finden? Dann müsst ihr raten, welches das richtige Fluchtplanteil ist. Einigt euch auf einen Teil des Plans, auf dem noch kein Fluchtplanteil liegt. Deckt dann das verdeckt liegende Fluchtplanteil auf. Habt ihr richtig geraten? Lest Text 109. Habt ihr falsch geraten? Lest Text 111.
Denkt daran, nur wenn ihr die Schwachstelle gefunden habt, dürft ihr die Kartonbank aus der Spieleschachtel nehmen und näher anschauen. Variante: Spezialfähigkeiten. Habt ihr schon ein paar Partien in Arasar verbracht? Dann seid ihr soweit, eure Spezialfähigkeiten zu nutzen. Jeder Spieler erhält zu Spielbeginn die zu seiner Spielertafel passende Karte. Mit den Spezialfähigkeiten wird das Spiel noch spannender und abwechslungsreicher, aber auch anspruchsvoller. Wir wünschen euch viel Spaß!